Achtung, Polizeikontrolle. Autofahrer, diese Tipps musst du kennen. Blaulicht im Rückspiegel, Herzklopfen, Unsicherheit. Was tun, wenn die Polizei sie rauswinkt? In dieser Folge von dem Podcast Law & Talk erfahren Sie, wie Sie sich bei einer Polizeikontrolle richtig verhalten, welche Rechte und Pflichten Sie haben, was Sie auf gar keinen Fall tun sollten und wie Sie sich im Ernstfall schützen. Bleiben Sie dran, diese Folge kann Ihnen nerven und vielleicht sogar den Führerschein retten. Nach dem Intro geht's weiter. Willkommen zu Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Ich bin Rechtsanwalt Michael Kehren und neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Prosikow. Hallo Michael. In der heutigen Episode geht es um die allgemeine Verkehrskontrolle und die wichtigen Tipps, die jeder Autofahrer kennen sollte. Fangen wir ganz von vorne an. Darf die Polizei mich einfach so anhalten? Ganz klar ja, das ist in Deutschland ausdrücklich erlaubt. Nach § 36 Absatz 5 StVO darf die Polizei jederzeit und auch ohne Anlass Verkehrsteilnehmer anhalten. Das dient der Verkehrssicherheit und der Kontrolle von Papieren, aber auch der Kriminalitätsbekämpfung, selbstverständlich. Gibt es typische Anlässe für Kontrollen? Ja, zum Beispiel Schwerpunktkontrollen auf Alkohol, Drogen, Handys am Steuer oder technische Mängel. Aber auch Routinekontrollen sind möglich und treten eigentlich ganz oft die normalen Autofahrer. Bei den Schwerpunktkontrollen, das ist eigentlich der Klassiker, solltest du auch kennen, hier auf dem Kiez abends werden die Fahrzeuge manchmal rausgewunken, um zu schauen, ob da einer besoffen rumfährt. Also dürfte jetzt keinen überraschen. Wie erkenne ich denn, dass ich gemeint bin? Na gut, Handzeichen oder die Winkerkelle oder eine rote Leuchte mit so einer Laufschrift, Stopp Polizei oder bitte folgen. In solchen Situationen ist aber ganz wichtig, dass man sofort reagiert, Blinker setzt, rechts ranfährt, anhält. Ja, wer das ignoriert, riskiert ein Bußgeld und einen Punkt sogar in Flensburg. Was passiert, wenn ich nicht sofort anhalte? Ja, das kann, wie gesagt, dazu führen, dass man in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren als Betroffener geführt wird oder sogar als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gewertet werden. Also da sollte man wirklich immer anhalten. Und was sind die ersten Schritte nach dem Anhalten? Ja, eigentlich Ruhe bewahren, hilft jetzt natürlich nicht weiter in so einer stressigen Situation, aber das sollte man tatsächlich machen. Den Motor abstellen, Fenster öffnen und sitzen bleiben und sich einfach mal anhören, was gesagt wird. Hände sollten eigentlich schon immer sichtbar auf dem Lenkrad sein. Das ist jetzt vielleicht so ein typischer Tipp, den man in den USA beachten sollte, aber auch hier sollte man nicht unnötig die Situation aufheizen, indem man irgendwie sich hektisch bewegt oder sowas oder die Hände versteckt. Also da sollte man schon ein bisschen mitdenken aus meiner Sicht. Soll ich gleich aussteigen? Nein, auf gar keinen Fall. Das würde ich eigentlich nur machen, wenn man dazu aufgefordert wird. Also wer ohne Aufforderung aussteigt, kann hier sogar ein Verwarngeld riskieren und wirkt auch schnell aggressiv oder gefährlich auf die Beamten. Das will man doch eigentlich vermeiden. Und sehr wichtig, und das möchte ich bereits an dieser Stelle erwähnen, Höflichkeit und Ruhe zahlen sich auf jeden Fall aus. Wer freundlich bleibt, hat meist weniger Stress, verursacht den Beamten weniger Stress. Auch wenn die Situation insgesamt vielleicht unangenehm ist, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Kennst du ja. Stimmt. Gibt es denn weitere typische Fehler, die man machen kann? Ja, zum Beispiel hektisch nach den Papieren suchen, ohne das anzukündigen. Besser ist aus meiner Sicht, dass man sagt, was man gerade vorhat. Also zum Beispiel, ich greife jetzt ins Handschuhfach oder gegebenenfalls danach fragen, ob man kurz in der Tasche wühlen darf oder ähnliches. Apropos Papiere. Was muss man überhaupt vorzeigen können? Also üblicherweise wird gefordert, dass man den Führerschein und den Fahrzeugschein, also die Zulassungsbescheinigung Teil 2, vorlegt. Das ist auf jeden Fall Pflicht. Außerdem muss man auf Verlangen zum Beispiel das Warndreieck vorzeigen, die Warnweste und auch den Verbandskasten. Und was passiert, wenn ich etwas vergessen habe und nicht dabei habe? Ja, in der Regel muss man damit ein Verwarngeld von 10 € rechnen, zum Beispiel für fehlende Papiere. Fehlt die Warnweste, wären es dann 15 € Verwarngeld. Ein weiterer Nachteil ist, die Polizei wird ohne Papiere eine Halteabfrage machen müssen, was dann das gesamte Prozedere ein bisschen langwieriger macht. Und wenn ich gar keinen Führerschein habe? Gut, das ist jetzt die Frage, auf die es eigentlich ankommt. Ja, das ist jetzt der spannende Teil. Da sollte jedem klar sein, dass es eine Straftat ist. Ja, also Fahren ohne Fahrerlaubnis ist wahrscheinlich unseren regelmäßigen Zuhörern auch ein Thema. Dazu hatten wir bereits eine Episode, das war glaube ich die 2. Episode sogar, die heißt Erwischt beim Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das ist zu beachten. Gerne mal reinhören, wen es interessiert. Ja, da kann man, wenn man ohne Fahrerlaubnis gefahren ist, natürlich mit einer Geldstrafe rechnen und im wiederholten Fall sogar mit einer Freiheitsstrafe. Und was passiert mit meinem Fahrzeug, wenn ich beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt worden bin? Ja, also bei wiederholter Auffälligkeit ohne Fahrerlaubnis im Straßenverkehr kann das Fahrzeug tatsächlich von der Polizei beschlagnahmt werden. Hier müsste man sich sofort an einen Rechtsanwalt wenden, denn es kann sogar zu einer Verwertung des Fahrzeugs kommen, wenn man nichts unternimmt. Also von daher, ohne juristische Kenntnisse sollte man da ohnehin nicht in diesem Verfahren selbst rumfuschen. Also am besten direkt zum Anwalt, das ist mein Tipp. Wenn das Fahrzeug nicht beschlagnahmt wird, dann stellt die Polizei das Fahrzeug erstmal sicher ab und nimmt den Schlüssel an sich. Ja, und diese Schlüssel können dann in der Regel bei jeder Polizeiwache abgeholt werden oder bei der zuständigen Polizeiwache abgeholt werden. Allerdings nur durch eine Person mit einer Fahrerlaubnis. Also es ist klar, wenn man keine Fahrerlaubnis hat, dass man nicht zur Polizeiwache geht und sagt, ich möchte jetzt den Schlüssel haben. Das ist eher denkbar schlecht.
Wahrscheinlich kriegt man die auch gar nicht ausgehändigt. Also von daher immer jemanden mitnehmen, der selbst einen Führerschein hat oder eine gültige Fahrerlaubnis vielmehr. Okay, kommen wir zurück zu der Verkehrskontrolle. Was darf die Polizei bei einer Kontrolle nicht? Die Polizei darf bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle nicht einfach das Fahrzeug durchsuchen oder das Handy kontrollieren. Ja, das wird zwar manchmal so mitgeteilt, von wegen, wir wollen gerne mal hier und da mal reinschauen, aber darauf muss man sich nicht einlassen als Betroffener. Dafür braucht die Polizei nämlich grundsätzlich einen konkreten Verdacht oder einen richterlichen Beschluss. Ausnahmen dazu wären das Vorzeigen eines Warndreiecks und Verbandskastens. Dann muss man häufig den Kofferraum öffnen, weil die meisten es dort eingelagert haben. Allerdings darf die Polizei nicht den Kofferraum dann eigenmächtig durchsuchen. Also nur weil der geöffnet steht, heißt es nicht, dass die Polizei sich mehr Rechte einräumen darf. Mein Tipp an dieser Stelle wäre, Warndreieck, Warnweste und Verbandskasten nicht im Kofferraum liegen lassen, wenn man vermeiden möchte, dass die Polizei dort reinschaut. Aber was mich jetzt nochmal ganz nebenbei interessiert ist, ob unsere Zuschauer oder Zuhörer jemals von der Polizei kontrolliert wurden. Erzählt uns mal gern von euren Erfahrungen in den Kommentaren. Da bin ich sehr gespannt. Ja, in der Tat bin ich in 30 Jahren ein einziges Mal kontrolliert worden, ganz zu Anfang. Und seither nie wieder. Ich müsste jetzt eigentlich auf Holz klopfen, ne? Denn dann habe ich mir eine unangenehme Situation gespart. Ja, wie sieht es mit Alkohol- und Drogentests aus? Ja, hier kommen wir zu dem nächsten spannenden Thema, was wahrscheinlich viele betrifft oder angeht, zumindest viele, die hier anrufen und Unterstützung brauchen. Also ein Atem-Alkoholtest ebenso wie der Drogenschnelltest sind ausnahmslos freiwillig. Ja, selbst wenn die Polizei hierüber nicht aufklärt, dass eine Freiwilligkeit besteht, kann man jeglichen entsprechenden Test verweigern. Aber bei Verdacht kann die Polizei eine Blutentnahme zum Beispiel anordnen. Da wird man zur Polizeiwache mitgenommen und ein Arzt nimmt dem Probanden dann Blut ab. Dabei muss allerdings der Verdacht begründet sein. Ja, ohne Anhaltspunkte dürfte eine Blutentnahme nicht einfach so angeordnet werden. Das ist auch der Grund, weshalb in den Polizeiberichten häufig im Detail geschildert wird, auf welcher Grundlage die Polizeibeamten Rückschlüsse auf eine Alkoholisierung zum Beispiel geschlossen haben. Beispielsweise steht im Bericht, dass die Aussprache verwaschen war, man einen Alkoholgeruch im Atem oder im Fahrzeug feststellen konnte, glasige und gerötete Augen, unsicherer Gang, unsicherer Stand, solche Geschichten stehen dann tatsächlich in der Ermittlungsakte. Wichtig zu wissen ist, dass man allein aufgrund der Tatsache, dass man rote Augen hat, die Polizei nicht einfach eine Blutentnahme anordnen kann, wenn ansonsten keine weiteren Auffälligkeiten dazukommen. Rote Augen kann man aufgrund von Müdigkeit oder Allergie haben. Wissen alle, die Allergiker sind, betrifft mich auch. Sowas kann gegenüber der Polizei natürlich auch geäußert werden. Vielleicht ist es für die Polizisten dann in dem Moment auch nachvollziehbar. Was ist denn dann, wenn man allein aufgrund roter Augen zur Blutentnahme mitgenommen wird und es stellt sich heraus, dass man in jeder Hinsicht nüchtern war? Ja, da hast du jetzt die Büchse der Pandora aufgestoßen. Es hat sehr gute Gründe, warum die Polizeibeamten ihren Verdacht immer so akribisch in der Akte dokumentieren. Andernfalls bedeutet die grundlose Mitnahme einer Person, dass die Polizeibeamten sich möglicherweise wegen diverser Delikte strafbar gemacht haben. Ja, also dazu gehören unter anderem Nötigung, Freiheitsberaubung, Körperverletzung durch die Blutentnahme und so weiter. Sollte also der Beschuldigte dann eine Strafanzeige gegen die Polizeibeamten erstatten, führt dies zunächst und grundsätzlich zu einem Beförderungsstopp bis zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens gegen den jeweiligen Polizeibeamten. Dies kann schon bei der langsamen Staatsanwaltschaft, die da jeweils zuständig ist, auch gerne mal 6 Monate bis zu einem Jahr dauern. Allein das ist schon für jeden Polizeibeamten Strafe genug, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das sind wirklich interessante Tipps. Wenn euch unsere Ratschläge gefallen, abonniert gerne unseren Kanal kostenlos, um keine spannenden Fälle und rechtlichen Themen mehr zu verpassen. Und dann komme ich zu meiner nächsten Frage. Was ist mit Durchsuchungen? Ja, eine Durchsuchung des Fahrzeugs ist nur bei Gefahr im Verzug, wie vorhin erwähnt, oder bei richterlichem Beschluss erlaubt. Die Ausnahmen wären folgende. Es darf natürlich durchsucht werden, wenn bei dieser Durchsuchung freiwillig zugestimmt wurde. Ja, also das sollte jedem einleuchten. Also wenn man sagt, klar, können Sie in meinen Kofferraum schauen, dann wird das auch gemacht und man kann sich hinterher nicht darauf berufen, dass das irgendwie rechtswidrig gewesen ist. Das ist auch klar. Man sollte es aber grundsätzlich nicht machen, sondern immer einer Durchsuchung widersprechen. Bevor du aber fragst, ja, Gefahr im Verzug bedeutet nichts anderes, als dass die Polizei nach eigenem Ermessen einschätzen darf, ob die Durchsuchung des Fahrzeugs zum Beispiel dringend erforderlich ist in der konkreten Situation, um den Angeschuldigten einer Straftat zu überführen. Zum Beispiel, wenn ohne die sofortige Durchsuchung Beweismittel verloren gehen würden. Ja, das ist so ein Klassiker. Fallbeispiel hierzu: Wenn auf dem Beifahrersitz ein Päckchen mit illegalen BTM liegt oder zu sehen ist, dürfte die Polizei im Einzelfall das Fahrzeug nach weiteren illegalen Substanzen durchsuchen. Ohne die Durchsuchung besteht natürlich sonst die Gefahr, dass der Angeschuldigte die Beweismittel entsorgt, bevor es zu einem gerichtlichen Beschluss kommt. Kommen wir zu den wichtigsten Do's and Don'ts. Was kann man den Zuhörern und Zuschauern empfehlen? Ja, das kann jetzt eigentlich eine Zusammenfassung von dem sein, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also einmal noch mal kurz mitgeteilt: Ruhig und höflich bleiben, auch wenn es einem schwerfällt, den Anweisungen der Polizei folgen, Dokumente und Ausrüstung bereithalten, eigene Handlungen ankündigen, wie vorhin mit dem Beispiel geschildert. Bei Unsicherheiten höflich nachfragen, das funktioniert auch bei den Polizeibeamten. Die arbeiten nicht immer grundsätzlich gegen die Person, die gerade sozusagen überprüft wird. Und immer schweigen. Also man muss sich nicht selbst belasten.
Das gilt ganz besonders im Strafrecht. Keine Angaben zur Sache machen, wenn ein Vorwurf im Raum steht, bedeutet das. Keine voreiligen Geständnisse ablegen, nicht versuchen wegzufahren. Das könnte unter Umständen strafbar sein. Hast du denn zum guten Schluss ein Beispiel aus deiner Praxis für uns zur Veranschaulichung? Ja, das ist jetzt so ein Klassiker, kann ich gerne mal erzählen. Also ein Mandant hat bei einer Kontrolle sofort eingeräumt, nur ein Bier getrunken zu haben. Da er jedoch nicht erkennbar alkoholisiert war für die Polizeibeamten, hätte die Polizei ihn wahrscheinlich überhaupt nicht auf eine Alkoholisierung getestet, sondern die hätten ihn einfach weiterfahren lassen. Dies hat aber dazu geführt, dass bei ihm dann Blut abgenommen wurde und bei der Blutentnahme kam es zu einem Ergebnis von 1,0 Promille Blutalkohol. Ja, und hier nach dem Motto Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, einfach mal die Klappe halten. Das wäre auch in dem Fall meines Mandanten sicherlich sinnvoll gewesen. Dies gilt ganz besonders, wenn es um einen strafrechtlichen Vorwurf geht. Ja, also immer vom Schweigerecht Gebrauch machen und anschließend ab zum Anwalt sich beraten und vertreten lassen. Gerne auch uns kontaktieren, wir bieten das natürlich auch an. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die Polizei jemanden auch zur Wache mitnehmen kann. Kann man das verhindern? Kann ich auch eine Sicherstellung des Fahrzeuges oder des Führerscheins verhindern? Die Frage sollte eigentlich lauten, macht es Sinn, es zu verhindern? Aus meiner Sicht nein, denn die Mitnahme kann auch erzwungen werden, wenn Verdacht auf Konsum von Alkohol oder Drogen besteht. Bei Sicherstellung gilt grundsätzlich, lassen Sie sich alles schriftlich bestätigen und machen Sie keine Angaben zur Sache. Sie haben stets ein Widerspruchsrecht gegen die Sicherstellung, dann wird das vermerkt und der Vorgang wird dann in den kommenden Tagen möglichst unverzüglich einem Gericht zur Entscheidung vorgelegt. Okay, kurz und knapp. Wer ruhig bleibt, seine Rechte kennt und höflich ist, kommt am besten durch jede Polizeikontrolle. Vielen Dank für deine klaren Tipps und Einblicke. Wenn euch unsere Tipps gefallen haben, gebt gerne eine Bewertung oder einen Daumen nach oben. Wenn du dich für rechtliche Fragen zum Thema Verkehrsrecht interessierst, dann musst du unsere letzte Folge zu dem Thema Rotlichtverstoß, Gericht erlaubt Fahrt über Rot anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Bis gleich.